Hallo liebe Mower-Freunde, in meinem heutigen Video geht es um unsichtbare Gleisanschlüsse und perfekte Trennstellen, wo ihr später nie wieder irgendwelche Gleise rausrupfen müsst. Hallo liebe Mower-Freunde, heute bauen wir unseren ersten Teil vom 5-gleisigen Personenbahnhof und dabei geht es natürlich um unsichtbare Gleisanschlüsse und wirklich durchdachte Trennstellen, damit wir halt später so flexibel bleiben, damit wir nie wieder was, auch wenn die Gleise schon eingeschottert sind, irgendwas rausruppen oder trennen müssen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Heute bauen wir unseren 5-gleisigen Personenbahnhof im ersten Teil meiner Platte. Die ist optisch gesehen ja in der Mitte getrennt. Und was wir dazu brauchen, ist Folgendes. Für die Übergänge zum Modul verwende ich diese Modulausgleichsstücke. Die sind halt wirklich sehr interessant für mich, weil man halt auch jede Unebenheit und jeden Spalt halt wirklich schnell korrigieren kann. Meinen gesamten Bahnhofsbereich werde ich mit dem Tillig Holzschwellen Flexgleis verlegen. Für mich hat das folgende Bewandtnis. Einmal natürlich ein riesen Kostenfaktor. Also diese Gleise sind zu den normalen Gleisen doch etwas günstiger. Ich kann mir individuelle Radien biegen, also formen, wie ich es halt auch wirklich brauche. Bin nicht auf diese Standardwerte hin angewiesen. Dann natürlich durch dieses flexible Holzschwellenbett, sage ich mal, kann man natürlich auch da wirklich ein bisschen tricksen. Und wie gesagt, ich habe eine ganz einfache Möglichkeit, hier mir für später unsichtbare Anschlüsse anzulöten. Da ich später mal überhaupt keine Anschlusskabel oder irgendwelche Weichenantriebe auf meiner Anlage sehen möchte und ich mir mehrere Varianten angeguckt und viele auch dazu neigen, irgendwelche Lötfähnchen da ans Gleis ranzubackern, aber es schaut sehr blöd aus, wie gesagt, und für mich kommt jetzt die Methode einfach unter das Gleis in Frage, und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Im Prinzip soll der Bahnhof später dann mal so aussehen. Ich habe jetzt mal einfach ein paar Muster bloß hingestellt, damit man das einfach mal noch besser erkennen kann. Ich richte mir meine Flexgleise her. In dem Fall sind es 10 Stück. Eine Länge von 64 cm haben die, glaube ich. Man sieht ja auch schön, es sind so 3 Schwellenbänder drin. Und diese Abstände nutze ich dann, um meine Adern halt anzulöten. Ich verwende H05 V-K 0,5 Quadrat in 2 Farben, damit ich einfach optische weiß, wo ich die Polung richtig machen muss oder später auch meine Sensorgleise, an welchem Punkt ich die abgreifen kann. So, achtet bitte darauf, dass ihr die Anschlüsse wirklich übereinander anlötet, weil sonst, wenn ihr nachher das Schwellenband so ankorrigiert, dann habt ihr, das schaut also sehr blöd aus. Also wie gesagt, schön übereinander und dann könnt ihr richtig nah rangehen und das fällt nachher überhaupt nicht auf. Ihr müsst nichts drunter basteln. Tolle Sache. So, die Gleise sind nun vorbereitet. Ich sage jetzt mal plus minus ist angeschlossen und jetzt geht's weiter. So, als erstes habe ich mal mein Modulausgleichsstück angeklebt. Als erstes Mittel habe mir eine Linie gezogen, wo denn mein Bahnhof ist, und nun setze ich das Gleis quasi in die vorgebohrten Löcher ein, länge es noch ab und klebe es dann mit einfachem Ponal Holzleim
klebe ich mein Gleis fest. Wie gesagt, einfach so eine Wurst hin, dann verstreiche ich das noch ein bisschen etwas flacher. Verbinde nun das Gleis und wie gesagt, drücke es fest und passe es dann noch individuell an meiner Linie an. So, jetzt hast du beim Flexgleis halt noch die Möglichkeit, wie gesagt, die Schwellen dir noch ein bisschen nachzuschieben und zu korrigieren, damit das auch wirklich passt und alles eng sitzt. Und wie gesagt, wenn man den richtig gelötet hat, dann entsteht ein nahtloser Übergang und ich denke mal nach 15 Minuten können wir dann schon die zweite Reihe beginnen. So, um auch den richtigen Abstand fürs zweite Gleis zu bekommen, benutze ich sogenannte Abstandslehren. Die stelle ich mir mal an einem Beispiel halt so ein. Dann habe ich den richtigen Abstand und dann verwende ich das, ziehe ich es durch für mein zweites Gleis zum Abgleichen. Wir wollen nun mal das zweite Ausgleichsgleis befestigen. Also wie gesagt, ich benutze meine voreingestellte Abstandslehre, positioniere mein Gleis und markiere es. Dann wieder unseren Holzleim drauf und genau an der Kante auspositionieren. So, das gleiche machen wir natürlich für unseren Bahnsteig. Dazu halt mal ein Muster hinlegen, dann ausjustieren, welche Breite das ist. Und schon haben wir unsere Lehre auf unser Standardmaß eingestellt. So, nochmal zurück zu unseren Flexgleisen. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja pro Gleis einen Gleisanschluss. Und zusätzlich tue ich jetzt an jedem Ende, also alle 64 cm, wo unser Gleis ist, es trotzdem auf der Plusseite, also bei mir ist das die rote Seite, mit so einem Isolierschienenverbinder versehen. Das heißt, ich trenne alle für jedes Gleis einen eigenen Abschnitt. Das gleiche hatte ich ja euch schon mal gezeigt bei meiner weichen Bohrschablone, und zwar meinen ganzen Weichenpark. Wie gesagt, die fahre ich alle separat unten an. Jede Weiche trenne ich. Ich kann sie einzeln einspeisen, habe dadurch natürlich wirklich eine Spannungssicherheit und ich kann dann halt später auch jede Weiche einzeln überwachen. Natürlich werden dann einige sagen, ja, riesen Verdrahtungsmehraufwand, aber es lohnt sich, weil man ist später wirklich so flexibel, dass man an den oberen Teil nicht mehr ran muss, sondern es geht halt alles von unten her. Mit den meisten, die ich gesprochen habe, die haben gesagt, ja, wir haben halt klein angefangen und wir wussten auch noch nicht die ganzen Möglichkeiten, wie zum Beispiel jetzt mit dem Drehcontroller Gold, dass man halt später, ich sag mal, rangieren, auf dem Punkt anhalten. Und da ist es natürlich vorteilhaft, wenn man sehr viele Trennstellen hat, die man halt separat überwachen kann. Und wie gesagt, lieber eine Trennstelle mehr und so einen separaten Anschluss und später du bist wirklich sehr flexibel. So, nun arbeiten wir uns Schritt für Schritt nach oben. Wie gesagt, ich verwende halt diese Abstandshalter, um die korrekten Abstände immer zu bewahren. Bei den Schwellenübergängen, wie gesagt, da pinne ich die kurz an, damit die festkleben, damit das halt auch wirklich optisch einwandfrei aussieht. Und damit erhältst du absolut parallele Gleise. Dann geht es natürlich Schritt für Schritt weiter. Wie gesagt, immer anzeichnen, anbohren, an den Löchern durchstecken. An den Übergängen verbinde ich halt den Plus immer mit einem ISO-Verbinder. Und dann wird das Ganze zusammengesteckt und angeklebt. So sieht das Ganze nun fertig aus, und wie man das Ganze natürlich unten verkabelt, die Sensorgleise anschließt und die Blocks einrichtet, das zeige ich euch in den nächsten Videos.